Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, heute geht's auf meine dritte Etappe der Inselumrundung von Gozo, also dritte und letzte Etappe. Heute stehen nochmal 23,5 Kilometer auf dem Plan, ungefähr 500 Höhenmeter. Ja, starten oder beziehungsweise gestartet bin ich gerade eben hier hinter mir im Fährhafen und von hier aus geht's jetzt nach Marsalforn, wo ich dann vorgestern Morgen gestartet bin. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie die letzte Etappe meiner Inselumrundung so ist, bleibt dran. Ja, und dann gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. Start der dritten Etappe war am Hafen von Mgara. Diesen musste ich komplett umrunden und sodann ging es direkt wieder auf schmalem Pfad an der Küste entlang. Hier seht ihr übrigens gerade die Schnellfähre zwischen Malta und Gozo, welche ich auch genommen habe, um auf die Insel zu kommen. Auch die ein oder andere Salzpfanne lag wieder entlang des Weges. Auf dieser Etappe musste ich sogar erstmals die Hände zu Hilfe nehmen. Ich war am einzigen kleinen Kletterabschnitt der Inselumrundung angekommen. Erst einen Felsen hinunter und ein paar Meter weiter wieder steil bergauf. Kurz darauf kam ich auch wieder an einer alten Befestigung vorbei, der St. Anthony's Battery. Diese stammt aus dem Jahre 1732 und ist somit einige Jahrzehnte jünger als die bisher passierten Wachtürme. Ein Stück hinter der Batterie wurde der Weg dann breiter und ich passierte den Steinbruch der Insel und machte einen kleinen Abstecher ins Inselinnere. So, erstes Drittel des Wegs haben wir ungefähr geschafft. Ja, so langsam zieht es hier auch zu. Regen war ja für heute gemeldet. Ein, zwei Tröpfchen habe ich schon abgekriegt. Mal gucken, wie es wird. Weg bisher sehr abwechslungsreich, aber auch mal ein paar Kraxleinlagen dabei, wie ihr gesehen habt. Und jetzt hier gerade bin ich mal so 2 Kilometer schon auf Asphalt unterwegs. Da kann man es mal ein bisschen laufen lassen. Und habe mich schon vorhin schon ein bisschen verdrödelt mit der Kamera. Also von daher, weiter geht's. So ist das, wenn man alleine mit Kamera unterwegs ist. Aber es gab auf diesem ersten Drittel auch einfach viel zu sehen. Nun gut, jetzt ging es erst einmal wieder zurück zur Küste.
Klippe seht ihr den San Blas-Turm aus dem Jahre 1667. Eigentlich wollte ich zu diesem einen Abstecher machen. Es kam aber anders. Der Regen setzte ein. Dazu aber nachher nochmal mehr. Der Kieler, steil und rutschig. Ja. Das, was man nicht haben will. Regen auf diesem Geläuf. Gut, dass man hier links das Gelände hat. Dachte ich. Ja, jetzt hat mich der Regen dann doch erwischt. Hat sich hier auch mittlerweile gut eingeregnet und habe jetzt mal kurzerhand die Tour um 2 Kilometer verkürzt. Hat noch einen Abschnitt zu einem Turm geplant, wo ich gerade eben oben war. Der hat heute zu, habe ich gesehen. Von daher dachte ich mir, dann brauchst du auch nicht hinlaufen, machst direkt weiter. Und ja, der Abstieg, der ja gesehen war, schon abenteuerlich, gerade beim Regen jetzt über diesen Beton, total schmierig. Es war unschön. Ich bin jetzt hier mal kurz bei so einer Strandbar untergestellt, die ja leider zu hat, wie ihr seht. Ja, da bei dem Wetter der Strand auch nicht allzu gut besucht ist. Nichtsdestotrotz, ich nutze jetzt hier mal kurz den trockenen Unterstand, sortiere mich ein bisschen und ja, dann geht's weiter. Der weitere Weg erwies sich immer wieder als sehr beschwerlich, führten die Anstiege doch über recht lehmigen Untergrund. In der Folge war ich recht froh, dass der letzte Abschnitt der Küstenumwanderung immer wieder längere Zeit auch über Beton und Asphalt verlief. Zwei absolute Highlights meiner Tour kamen nun. Zunächst wanderte ich durch die Talmixter-Höhle, von welcher aus der Abstieg aber auch wieder recht abenteuerlich war. Ich kann euch sagen, das ist keine Schlechtwetterwanderung hier. Irre. Ja, kaum sag ich's. Highlight Nummer 2: ein Schildkrötennest. Gut, okay, das eigentliche Nest ist in der Erde, aber der Standort ist ob der Sicherungsmaßnahme gut zu erkennen. Daneben ist ein Unterstand aufgebaut. Zum einen passt man dort auf das Nest auf, zum anderen bekommt man allerhand Infos zu den Schildkröten. Sehr cool. Und weil es so schön war, kam nach dem Strand der dritte lehmige Abschnitt mit Steigung. Das Gute am vielen Regen: dank ihm konnte ich auch das von ihm geschaffene Problem der schlammigen Schuhe wieder lösen. Gut, dass diese wasserdicht sind. Nun führte mich der weitere Weg ins Inselinnere in den Ort Chakra. Es lockten mal wieder ein paar Sehenswürdigkeiten. Die Tarcoola-Windmühle aus dem Jahr 1725 ließ ich zunächst links liegen. Wollte ich doch zum Gigantia-Tempel, Reste einer 5600 Jahre alten Tempelanlage. Auf dem Rückweg passierte ich wieder die Tarcoola-Mühle. Auch hier lohnt ein Besuch. Bevor es dann wieder in Richtung Küste ging, passierte ich noch die Chakra Parish Church. Die letzten Kilometer zurück nach Masalforn, wo meine Inselumrundung begann, verlief nun ausschließlich auf betoniertem Weg,
durch einen sehr landwirtschaftlich geprägten Teil der Insel. Hier seht ihr nochmal die heutige Route. Start war im Hafen von Mgara. Von hier aus ging es vorbei an alten Befestigungen, einer Höhle und einigen weiteren Sehenswürdigkeiten bis nach Massalforn. Hier oben seht ihr auch noch den Abstecher zum San Blas-Turm, welchen ich ausgelassen habe. Zum Abschluss könnt ihr hier noch die komplette Route sehen. Ja, das war sie gewesen, die dritte und letzte Etappe meiner Inselumrundung. Also mit anderen Worten, Gozo ist erfolgreich umwandert. Ja, war nochmal ein schöner Abschluss insgesamt gesehen. Gab einiges zu sehen wieder, ne? Alte Befestigungen, Türme. Die Salzpfannen waren wieder mit auf dem Weg. Steilküste, Klippen gab es jetzt hier im Vergleich zu den ersten zwei Etappen eher nicht. Ansonsten gab es aber eine Höhle, durch die man noch durchgelaufen ist. Besonders gefreut hat mich die Sache mit dem Schildkrötennest. Also insgesamt war da wieder einiges zu sehen. Auch abseits der Küste dann der kleine Abstecher in den Ort, ne, mit diesem alten Tempel der Windmühle. Das macht schon Laune. Bei den Kirchen hatte ich irgendwie so ein bisschen das Pech gehabt. Jetzt auch bei der dritten Etappe. Ne, bei der zweiten, die war zu gewesen. Bei der dritten war ein Gottesdienst gerade gelaufen. Also die ist auch nicht unbedingt rein. Aber gut, ja, was gibt es zu der Etappe noch zu sagen? Mit dem Wetter hatte ich dann in Teilen ein bisschen Pech gehabt. Zum Glück erst ungefähr so ab knapp der Hälfte vom Weg. Wäre das auf der ersten Hälfte, auf dem ersten Drittel schon gewesen, gerade da, wo diese Kletter- und Kraxelstellen waren, übrigens die einzigen auf dieser gesamten Umrundung. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen unschön gewesen, aber auch so hatte ich damit, wie ihr gesehen habt, ja so ein bisschen meine Probleme gehabt. Zum einen gab es den ein oder anderen betonierten Abschnitt, ne, berghoch wie bergunter. Und dieser Beton ist brutal rutschig beim Nassen. Also habt ihr auch gesehen, an der einen Stelle hat es mich so weitgehend geschmissen. Bin da ausgerutscht, habe mich daneben am Geländer irgendwie total unwürdig festgekrallt. Kamera ist weggeflogen. Ja, braucht man nicht unbedingt, ne? Aber auch abseits von dem Beton, gerade so diese lehmigeren Abschnitte, wo es dann entweder hoch oder auch wieder runter ging. Und ja, da hat man so die Lehmklumpen an den Schuhen und kommt auch nicht wirklich, also gerade hoch zu vorwärts beziehungsweise runter, vielleicht auch mal schneller als einem lieb ist. Also das war dann schon ein bisschen abenteuerlich. Zu dem Abschnitt nochmal in den Ort rein. Muss man vielleicht nicht unbedingt bei der Inselumrundung machen. Man kann auch an der Küste weiterlaufen und könnte sich dann die Geschichte mit Tempel, Windmühle und so für einen extra Sightseeing-Tag aufsparen. Da kann man auch nochmal in den Hauptort rein die Festung angucken und so. Ich glaube, da hätte man dann mehr davon. Aber ansonsten hat es wieder viel Spaß gemacht, auch wenn jetzt mehr Beton bzw. Asphalt waren ja auch einige Stellen dabei. Um die war ich dann tatsächlich auch hier und da mal bei dem Wetter froh gewesen. Aber gut, wie gesagt, insgesamt sehr schöne Sache, diese Inselumrundung. Und ja, dann würde ich sagen, für dieses Mal war es das wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich rund um Gozo zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.